malerische Ruine der Rosenburg, welche heute auch Ramsenburg genannt wird, befindet sich auf einer steilen Anhöhe in der Nähe von Herisau im Appenzell. Erbaut wurde sie vermutlich im Zeitraum um 1200. Das Kloster St. Gallen gab das Gebiet damals seinen Dienstmannen, den Rittern von Rorschach, zu lehen, worauf diese die Burg errichteten. Die Familie selbst taucht erstmals 1176 in einer Urkunde auf. Ursprünglich bestand die Rosenburg wohl nur aus einem Wohnturm. Dieser hat einen Grundriss von 9,7 mal 9,9 Meter und eine Mauerdicke von bis zu 2,9 Meter. Der Zugang erfolgte, wie damals üblich, über einen Hocheingang. Der Turm war von einem tiefen Graben geschützt. Im Innern befand sich zudem ein Sodbrunnen. Eine architektonische Seltenheit. Später kamen die an den Bergfried anschließende Ringmauer mit Toranlage und ein Wohn- sowie verschiedene Ökonomiegebäude hinzu, von welchen heute noch Reste zu sehen sind. Im Hof wurde ein neuer, knapp 19 Meter tiefer Sodbrunnen angelegt. 1270 wird mit Egivolve de Rosinburg erstmals ein Burgherr in einem Dokument erwähnt. Die Burg selbst wird 1275 im Zusammenhang mit der Zerstörung der nahegelegenen Burg Urstein ein erstes Mal genannt. Im späten 13. Jahrhundert beinhaltete das Lehen auch das Meieramt in Herisau und die Ritter bezogen Einkünfte aus den umliegenden Höfen. Laut Chronist Johannes von Winterthur war die Burg Mitte des 14. Jahrhunderts nur noch ein besserer Gutshof und wurde von einem Bauern verwaltet. In dieser Zeit sollen 2 Ritter, welche den Herren von Rorschach feindlich gesinnt waren, mit ihrem Knecht auf die Burg gekommen sein. Sie versuchten, den Bauern gegen seine Herren aufzuwiegeln. Doch dieser ging nicht darauf ein. In der Nacht ermordete er die Ritter in den Burggemächern und den Knecht im Stall. 1350 schlossen die damaligen Besitzer der Rosenburg, 2 Brüder, welche beide den Vornamen Rudolf trugen, einen Vertrag mit ihrem Vetter Egolf. Dieser war Herr der fast namensgleichen Burg Rosenberg, deren Ruine sich nur unweit der Rosenburg befindet. Dieser hatte zwischenzeitlich das Meieramt von Herisau inne. Der Vertrag besagte, dass man sich gegenseitig nicht schädigen würde, und Egolf versprach den Brüdern dafür, ihnen das Meieramt von Herisau samt Einkünften zu vererben. (1396) verkauften die Herren der Rosenburg das Meieramt an das Kloster St. Gallen. Die Burg blieb jedoch weiter in ihrem Besitz. Das Jahr 1403 besiegelte das Ende der Rosenburg. Im Zuge der Appenzeller Freiheitskriege eroberten aufständische Bauern die Wehranlage und brannten sie nieder. Die Burg wurde danach nicht mehr aufgebaut und wechselte noch mehrmals den Besitzer, bis sie schlussendlich im Jahr 1809 für 440 Gulden an die Gemeinde Herisau verkauft wurde. 1936 und 1937 wurden die Ruinen der Rosenburg ausgegraben und konserviert.